So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um die Top 10 Tipps, die ich mir ausdenken konnte oder an die ich denken konnte für IT-Studenten, für Informatikstudenten. Das gilt aber selbstverständlich auch für Cybersecurity-Studenten, Wirtschaftsinformatik-Studenten und ähnliches. Ja. Manches davon werdet ihr in allen Studiengängen finden, andere wiederum sind spezifisch für Informatiker, und da eigentlich alle meine Zuschauer Informatiker sind, ja, wollen wir uns natürlich diesen wundervollen Studiengängen widmen. Okay, fangen wir an mit dem ersten Punkt. Ich habe die jetzt nicht unbedingt sortiert, weil ich sie alle sehr wichtig finde. Das müsst ihr vielleicht noch dazu wissen. Und ja, sie sind nicht unbedingt so, wie man sich die typischen Tipps vorstellen würde, möchte ich mal so sagen. Okay, also wir fangen an mit Nummer 1, Bulimie lernen. Ja, Bulimie lernen ist nicht gut. Und was ist Bulimie lernen? Bulimie bedeutet, ihr fresst was in euch rein und dann kotzt es wieder aus. Das heißt, einmal ganz kurz vor der Prüfung lernen, das wird nicht funktionieren. Das wird insofern nicht funktionieren, weil der Stoff einfach so unfassbar viel ist, dass ihr wahrscheinlich keine Chance habt, euch das alles reinzuklatschen, einmal ganz kurz bevor die Prüfung tatsächlich ist, also so in der Nacht davor oder sowas. Das klappt vielleicht mit einzelnen Themen, das klappt vielleicht auch von mir aus mit ein paar wenigen Themen oder von mir aus sogar ganzen Fächern, wo man wirklich einfach nur auswendig lernen muss. Aber sowas gibt es in der Informatik fast nicht, und naja, selbst die auswendig Lernfächer hatten bei mir immer noch eine große Verstehenskomponente dabei. Und so ist es eigentlich auch sinnvoll. Also ich meine, ihr wollt ja aus dem Studium rausgehen und wirklich was daraus gelernt haben. Ihr wollt ja verstanden haben, was eigentlich im Hintergrund abläuft. Und dementsprechend würde ich euch tatsächlich raten, nicht auswendig lernen und dann wieder auskotzen direkt und schon gar nicht in der Nacht davor. Das wird absolut nicht reichen. Ihr braucht höchstwahrscheinlich mindestens 2 Wochen für die Prüfungsvorbereitung für jede Klausur. Also wirklich 2 Wochen intensiv. Da rechne ich auch immer Samstag und Sonntag mit rein. Das werdet ihr tatsächlich brauchen. Und ja, also zumindest war es bei mir so, ich habe keine Klausur geschrieben, wenn es sich irgendwie vermeiden ließ, wenn die nicht mindestens 2 Wochen lang von den anderen entfernt war. Lasst mich ganz kurz auf meinen Spickzettel gucken. Ne, das habe ich sonst nirgends draufstehen. Wunderbar. Das heißt, ich kann das hier noch ein bisschen ausführen, nicht, dass ich euch noch einen Punkt wegnehme sozusagen, der nachher noch kommt. Und zwar, der Punkt ist folgender. Es gibt auch Nachklausuren, okay? Und ihr müsst nicht unbedingt immer die erste Klausur mitschreiben, um die Nachklausur schreiben zu können. Das ist je nach Uni und je nach Fach anders. Und das bedeutet, bei mir war es häufig so, ich habe die Nachklausur geschrieben, obwohl ich die erste Klausur nicht mal gemacht habe, weil ich in derselben Woche, also ich hatte da schon noch 2, 3 Tage Platz, ja, und ich habe in derselben Woche halt, hätte ich sonst 2 oder 3 Klausuren geschrieben. Aber dadurch, dass ich die Nachklausur geschrieben habe, habe ich natürlich ein bisschen von meinen Semesterferien quasi geopfert. Die Nachklausuren sind meistens einfach später in der vorlesungsfreien Zeit. Und dementsprechend hatte ich dann einfach quasi weniger Urlaub, aber eben mehr Zeit zum auf die Prüfung lernen. Und das hat es für mich deutlich entspannter gemacht. Deswegen fangt wirklich frühzeitig an und ja, schaut, dass ihr wirklich ein bisschen Puffer dazwischen habt. Die BWLer, die werden hier jetzt kotzen. Ja, die haben meistens immer alle Klausuren, also bei uns war das zumindest so, die hatten alle Klausuren direkt am Anfang vom Semester. Von der vorlesungsfreien Zeit. Das heißt quasi 2 Wochen und die hatten alle Prüfungen fertig. Das waren dann so 6 Stück oder sowas. Und das hätte ich niemals hingekriegt. Ich brauchte tatsächlich immer eine gewisse Zeit, wo ich mich wirklich auf ein Fach vorbereiten konnte. So, ihr seht, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, weil die Tipps auch wirklich ein bisschen Ausführung brauchen. Kommen wir zu Nummer 2, 4 gewinnt. 4 gewinnt ist so ein Tipp, der geht, glaube ich, bei Studenten immer rum. Mit einer 4 habt ihr bestanden, mit einer 5 habt ihr nicht mehr bestanden, 6 gibt es quasi nicht, okay? Das ist so ein kleines bisschen der Unterschied dabei. Und 4 gewinnt bedeutet, wenn ihr besteht, habt ihr es geschafft. Also bestehen ist alles. Im Nachhinein, da werde ich nochmal ein separates Video dazu machen, im Nachhinein wird wahrscheinlich euren Arbeitgeber nicht so sehr interessieren, wie mega gut ihr jetzt in den einzelnen Fächern wart. Zumal im Bachelor ist es, also wenn ihr den Master oben drauf macht, was eigentlich fast alle machen, was ich euch auch empfehlen kann, im Bachelor ist es vor allem nicht so wichtig, weil am Ende habt ihr natürlich nur das Zeugnis vom Master. Und wenn ihr das Zeugnis vom Master nur habt und der Bachelor quasi wegfällt, naja, dann ist es halt nicht so wichtig. Das heißt, im Bachelor ist es nicht so wichtig, dass ihr wirklich eine 1, irgendwas habt. Im Master schon eher, aber auch nicht mal da unbedingt, aber im Bachelor noch viel weniger. Und gerade die ersten paar Semester sind teilweise, also in manchen Unis wirklich sehr, sehr hart.
Und da könnt ihr teilweise wirklich froh sein, wenn ihr gerade einfach durchkommt. Also in den meisten Fällen, die meisten Studenten pokern quasi einfach nur aufs Durchkommen. Und da geht es eigentlich seltener darum, dass man wirklich gute Noten bekommt in den ganzen Prüfungen. Und ja, also tatsächlich mit den beiden Tipps jetzt vereint. Also ich habe eigentlich nie eine 4 geschrieben. Das war eigentlich sehr, sehr angenehm, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin aber auch nicht einmal durchgefallen, was auch sehr, sehr geil war. Aber gerade in den ersten Semestern waren die Noten bei mir auch deutlich schlechter. Sie waren eigentlich bei allen deutlich schlechter als jetzt zum Beispiel im Master dann. Weil im Master habt ihr dann die Fächer, für die ihr euch entscheidet. Ihr könnt euch da mehr reinfuchsen. Ihr habt nicht mehr so viele Fächer auf einmal. Gut, ich habe meinen Master auch ein bisschen verlängert. Aber Bachelor, dann Regelstudienzeit. Dazu kommen wir aber gleich noch. So, wo wir gerade schon bei der Regelstudienzeit sind. Die Regelstudienzeit ist meistens eine Utopie. Ja? Das ist absolut utopisch, das in wirklich 6 Semestern, also 3 Jahren, einen Bachelor hinzubekommen. Im Master kann man es vielleicht eher machen, aber selbst da machen es eigentlich die wenigsten. Die meisten, mit denen ich studiert habe, haben mindestens 1 Jahr verlängert und eher 2 Jahre, manche sogar 3 Jahre verlängert. Okay, also da geht es dann wirklich schon deutlich nach oben. Und gerade bei Informatik oder bei allen technischen Studiengängen ist das wirklich eigentlich die Norm, dass man verlängert. Ich habe meinen Bachelor in Regelstudienzeit gemacht, aber es war wirklich sehr, sehr krass. Vor allem am Ende müsst ihr Bachelorarbeit schreiben und gleichzeitig noch Prüfungen schreiben und in Vorlesungen gehen. Das ist meistens nicht mehr so die beste Option, die man hat. Also ich würde es euch nicht unbedingt empfehlen. Zumal es interessiert eigentlich niemanden am Ende, ob ihr jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre gebraucht habt für euren Bachelor. Da kann man sich schon ein bisschen Zeit lassen und das nimmt auch deutlich mehr Druck raus. Wenn ihr zum Beispiel mal sagt, oh, da habe ich jetzt 3 Prüfungen in 2 Wochen, das schaffe ich nicht, das ist einfach viel zu viel. Das hört sich nicht viel an, aber es ist wirklich viel in der Informatik, weil die Prüfungen halt auch teilweise sehr, sehr fett sind. Also bei uns waren es zumindest wirklich fette Prüfungen, die viel auf einmal vereint hatten. Zum Beispiel hatten wir 2 Semester Mathe. Und also wir hatten 2-mal Mathe quasi und das verteilt auf 2 Semester, also 2-mal 2 Semester Mathe und die Prüfungen wurden dann zusammengelegt. Das heißt, wir hatten nur 2 Matheprüfungen für diese, für quasi 2 Semester. Was anderes als Mathe gab es in den ersten beiden Semestern fast nicht. Ich sag fast, okay. Es gab natürlich noch ein paar Kleinigkeiten nebenher. Programmieren oder sowas war quasi eine Kleinigkeit sozusagen. Nee, und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ihr verlängert. Das nimmt euch niemand übel. Jeder versteht, dass das wirklich viel ist, dass man wirklich viel lernen muss und dass es wirklich auch nicht einfach ist. Aber, und das ist ein guter Punkt beim Informatikstudium, ihr habt auch noch einen gewissen Anteil an Freizeit. Das heißt, ihr könnt auch durchaus noch irgendwas anderes machen. Und ja, dazu jetzt ein paar Tipps. Aber Achtung, bitte bis zum Ende durchgucken, nicht, dass ihr irgendwann da wirklich sagt, hey, hättest du mir das mal vorher gesagt. Gut, praktische Skills werden euch im Studium an der Uni, ja, für FH ist was anderes und Ausbildung sowieso, aber an der Uni werden euch die praktischen Skills nicht unbedingt in der Vorlesung beigebracht. In der Vorlesung hatte ich zumindest nur Java als Programmiersprache wirklich richtig. Zum Beispiel, da kommt auch noch ein separates Video dazu, welche Programmiersprachen im Studium alle benutzt werden. Die praktischen Skills, die müsst ihr euch in den allermeisten Fällen selbst erarbeiten. Und das ist auch super gerne gesehen bei einem Arbeitgeber, wenn ihr einige Projekte auf GitHub liegen habt, wenn ihr andere Erfahrungen in zum Beispiel Open-Source-Projekten habt, wenn ihr irgendwo in Uni-Gruppen mitgearbeitet habt. Also bei uns gab es zum Beispiel kleine Robotergruppen, die dann irgendwas Cooles gemacht haben. Oder eben auch von den Studenten dann so verschiedene andere Projekte, die man gemacht hat. Und ich habe dann halt irgendwann angefangen, YouTube als Projekt nebenher zu machen, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat, anderen Leuten mein Wissen weiterzugeben. Es gibt Tutorienjobs, die ihr machen könnt. Das ist übrigens auch zur Finanzierung eine sehr, sehr gute Idee. Das heißt, ihr könnt quasi selbst, nachdem ihr die Prüfung abgeschlossen habt, könnt ihr selbst anderen Leuten wieder beibringen, um was es da eigentlich ging. Das ist auch immer eine super Idee. Und da kann man dann sozusagen, gut, bei den Tutorienjobs jetzt nicht, aber bei den anderen Sachen kann man sagen, dass man da seine praktischen Skills wirklich entwickelt hat. Also schreibt irgendein Projekt nebenher, macht irgendwas in der Gruppe, ihr seid ja Informatiker und wenn eine Gruppe von Informatikern zusammenkommt, so 3 bis 7 Leute empfehle ich immer ganz gerne, das ist die übliche Scrum-Größe, dann kann man da auch wirklich was Geiles bei rumkriegen am Ende. Und dann ist es auch wirklich ein Projekt, da möchte man eigentlich auch dabei bleiben. Und ja, sowas ist sowohl für den Arbeitgeber geil, als auch für euch, weil ihr dann wirklich ein bisschen Praxis habt. In der Uni wird eigentlich fast nur Theorie beigebracht. Das heißt, ihr lernt dann halt
wie die absolut tiefsten Tiefen eures Systems funktionieren, aber ihr habt das System nie wirklich selbst euch angeguckt. Das heißt, wenn ihr irgendwie Betriebssysteme macht, dann schaut in den Linux-Kernel rein, versucht das dort dran auch zu verstehen. Das dauert ein bisschen zusätzlich, ja, aber wenn ihr dieses tiefere Verständnis habt, dann bringt euch das schon nochmal einiges. Ich versuche hier auch immer, so gut ich kann natürlich, meine Kurse oder meine Videos hier auf YouTube so ein bisschen an euch anzupassen, dass ihr da natürlich auch eine Ergänzung habt zum Informatikstudium, dass es nicht so ist wie die Vorlesung quasi, wenn ich einigermaßen kann. Ich bin da dran, es ist ein Riesenprozess, okay, ich bin nur eine Person leider, deswegen ist es ein bisschen schwierig. So, nächster großer Punkt, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welcher Nummer wir waren, ist aber auch nicht so wichtig, wie gesagt, sind nicht sortiert. Der nächste Punkt ist, nicht alleine zu sein. Ich habe gerade schon gesagt, wenn ein paar Informatiker zusammenkommen, können sie geile Projekte entwickeln. Sie können nicht nur geile Projekte entwickeln, sondern sie können auch Übungsblätter zusammen machen und auf Klausuren zusammen lernen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ja, wir saßen tatsächlich teilweise in einem Skype-Call oder mal im Poolraum, also quasi im PC-Raum, saßen wir teilweise wirklich zu 7 oder 8 oder sogar deutlich mehr, 15 Leute teilweise an einem Mathe-Übungsblatt und haben das quasi zusammengelöst. Und wenn es dann einer mal gelöst hat und dann hat es bei den anderen so, so geht das. Und ja, das kann euch sehr, sehr viel Last abnehmen, sehr, sehr viel auch helfen und vor allem, wenn ihr mit anderen Leuten drüber redet, merkt ihr, was ihr verstanden habt und was ihr nicht verstanden habt. Also auch zum Lernen ist es wirklich sehr empfehlenswert, wenn man zusammen irgendwie auf was lernen kann. Das würde ich euch immer empfehlen, bietet sich natürlich vor allem an, wenn ihr gerade sowieso auf einer WG-Suche seid zum Beispiel oder schon eine gefunden habt. Vielleicht sind da ja noch andere Informatikstudenten dabei, dann könnt ihr gleich mit denen zusammen lernen. Also das hatten wir zum Beispiel auch, dass ein paar Leute zusammen gewohnt haben. Und die haben dann natürlich auch immer zusammen gelernt. Okay, nächster großer und sehr, sehr wichtiger Punkt. Achtung, Burnout. Ja? Das ist jetzt ein Punkt, der geht so in Richtung Mental Health und der hat wirklich bei uns sehr, sehr viele betroffen. Also ich hatte auch was in die Richtung, ich will jetzt da nicht genauer drauf eingehen, aber wir hatten fast alle Schwierigkeiten, dass es uns allen irgendwann einfach mal zu viel wurde. Viele, sehr viele haben wirklich aufgehört mit dem Informatikstudium. Ich will euch jetzt keine Angst machen, das kann man durchaus schaffen, aber das große Problem ist eben, dass dieser Druck, den man sich selbst macht, teilweise so groß ist, deswegen auch dieses 4 gewinnt. Der Druck ist teilweise so groß, dass man sich selbst so sehr stresst und dann kann man einfach irgendwann nicht mehr. Also man ist dann irgendwann nicht mehr aufnahmefähig, wenn man wirklich von 8 bis 24 Uhr lernt, 8 Stunden schlafen und dann wieder dasselbe von vorne. Deswegen gönnt euch Pausen, das ist ganz, ganz wichtig. Macht irgendwas, was wirklich nur für eure Freizeit ist. Also zum Beispiel Zocken ist eine super Sache, aber wirklich was nicht Programmieren ist, was nicht irgendwie Informatik ist, sondern irgendwas anderes. Geht feiern, macht irgendwelche coolen Filmabende oder sowas. Oder wie gesagt, Zocken ist eine super Idee. Solche Sachen sind sehr, sehr wichtig, gerade wenn ihr Informatik studiert, weil ich weiß nicht, wieso es eigentlich bei uns gerade so krass ist, aber ich glaube, wir leben alle den Beruf schon so privat die ganze Zeit. Und darum werdet ihr auch nicht drum herum kommen. Das wird euch einfach irgendwann so gehen, dass ihr die ganze Zeit an eure Informatik-Sachen denkt. Aber versucht auch hin und wieder mal abzuschalten. Ansonsten werdet ihr früher oder später wirklich kaputt im Bett liegen und nicht mehr aufstehen wollen und euch vor jeder Prüfung einfach nur fürchten und eine riesige Prüfungsangst entwickeln und keine Ahnung, was da noch alles dabei sein kann. Also das ist wirklich ein Riesenproblem, denn die Studien, also im Endeffekt das Bachelor-Master-System wurde ja aus Amerika übernommen, im Endeffekt, damit es vergleichbar ist. Aber es ist halt nicht ganz vergleichbar. Wenn man in Deutschland bei uns ist glaube ich eine 3 gewesen, wenn man das umrechnet auf einen internationalen Maßstab, dann ist das ungefähr eine 1 in Amerika. Ja, so könnt ihr euch das vorstellen. Und naja, eine 4 in Amerika wäre schon in Deutsch ein nicht bestanden. Also eine 3 auch, glaube ich zumindest. Schaut das nochmal nach, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt gerade keine Quelle, ist mir nur eingefallen. Aber das wurde quasi internationalisiert, damit man es vergleichen kann. Aber das deutsche Studium ist halt trotzdem so viel krasser als das in Amerika. Und deswegen haben bei uns auch wirklich viele das Problem, in 3 Jahren, das kann man nicht durchkriegen. Und deswegen erkranken auch viele an einem Burnout. Und ja, nee, einfach nein. Und deswegen würde ich euch sehr, sehr stark empfehlen, schaut, dass ihr da auf euch auch achtet. Ansonsten habt ihr da wenig Chancen. Okay.
So, das nächste geht auch ein bisschen in die Richtung Spezialisierungen sind gut. Das ist jetzt eher ein Tipp, der nicht für die Erstsemester gedacht ist, sondern für später. Das heißt, im Master und Ende Bachelor könnt ihr viele Fächer wählen. Am Anfang von eurem Studium werdet ihr wenig Fächer wählen können, was ganz gut ist, dann bekommt man quasi so eine Art Stundenplan, aber später werdet ihr euch alle Module frei zusammenstellen können. Ihr könnt dann entscheiden, mache ich das jetzt zum Beispiel in diesem Semester, mache ich irgendwann anders, wann anders in einem anderen Semester. Es ist sehr, sehr viel Orga-Aufwand auch. Und ein Kumpel von mir hat sich da tatsächlich ein Programm dafür geschrieben, hieß der Masterplan. Ich hatte auch einen Masterplan, bei mir war es nur eine Excel-Tabelle. Aber ja, das war tatsächlich nötig und ja, worauf ich eigentlich hinaus will, Spezialisierung. Ihr werdet euch irgendwann später entscheiden müssen, in welchen Bereich ihr geht. Und am Anfang wisst ihr vielleicht noch nicht so unbedingt, ob es vielleicht eher Grafik ist, ob es vielleicht eher Netzwerktechnik ist, Security oder Machine Learning oder Softwaretechnik oder was habe ich jetzt gerade? Ich habe sicher irgendwas vergessen, okay? Parallelisierung zum Beispiel ist auch so ein Ding, Bioinformatik. Es gibt so viele Informatik-Dinger und es ist absolut okay zu sagen, ich studiere allgemeine Informatik. Dann habe ich erstmal die allgemeinen Grundlagen, aber bei den Wahlfächern spezialisiere ich mich und belege einfach alles, was da ist. Und das ist wirklich ein Punkt, der euch dann später im Beruf auch so krass helfen kann, weil ihr dann natürlich einfach Profis auf diesem Gebiet seid. Ihr habt jede Vorlesung dazu gehört und dann seid ihr wirklich geil dabei. Also bei mir in der Uni gab es, also am KIT in Karlsruhe, gab es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man im Master sich Profile anlegt, ja. Und dadurch, es gibt auch noch so speziell was für Security am KIT und dadurch hat man quasi dann so ein Äquivalent zum Doppelmaster. Also das heißt, man hat nicht nur allgemeine Informatik, sondern man hat in meinem Fall IT-Security und allgemeine Informatik im Master dann abgeschlossen. Und das ist schon ziemlich geil, wenn ihr quasi so einen Doppelmaster gemacht habt, ohne arg viel mehr Aufwand zu haben. Das ist schon sehr, sehr cool. Ihr habt dann natürlich einige Limitierungen, aber es ist sehr, sehr cool, wenn man sowas hat. Okay. Jetzt der nächste Punkt, der ist wahrscheinlich der unkonventionellste und jede Uni wird mich wahrscheinlich dafür steinigen. Aber besucht die Tutorien, nicht unbedingt die Vorlesung. Das ist die eigentliche Message, die ich jetzt hier so mitbringen möchte. In den Vorlesungen sind sehr viele Informationen drin. Also wirklich, das sind 1,5 Stunden. Eine Vorlesung geht 1,5 Stunden. Im Normalfall ist eine Doppelstunde in der Schule gewesen. Und die geht wirklich von vorne bis hinten durch. Also man kann sich das nicht so vorstellen, aber bei uns war es tatsächlich sehr selten eine Interaktion mit dem Dozenten, also quasi gar nicht, ja, weil einfach da über 800 Leute teilweise in einem Hörsaal sitzen, ja, wie soll man denn da interagieren mit dem Typ, der vorne steht? Und deswegen ist das Tutorium eher was, wo man Interaktion hat. Das heißt, in der Vorlesung werden dann die Hintergründe noch erklärt, es werden mathematische Beweise gezeigt, zum Beispiel in Mathe jetzt, also das gilt hauptsächlich für die ersten Semestern. In den höheren Semestern gibt es keine Tutorien mehr und die Vorlesungen sind wirklich sinnvoll gehalten, weil es nicht mehr so viele Studenten auch sind, weil nicht mehr alle alles hören. Aber in den niedrigeren Semestern, also gerade erstes, zweites, drittes Semester vielleicht, ist es eher sinnvoll, das Tutorium zu besuchen, wenn es eins gibt und die Vorlesung sausen zu lassen. Weil im Tutorium wird das dann einfach nur nochmal breiter erklärt mit Übungsaufgaben, eher so wie in der Schule war das bei uns. Aber in der Vorlesung habt ihr halt einfach die volle Menge an Informationen, irgendwelche mathematischen Beweise und das hat uns damals wirklich teilweise überlastet. Wir haben die Dinger nicht verstanden, jetzt im Nachhinein sind sie gar nicht mehr so komplex. Aber als Erstsemester fühlt man sich einfach so, als hätte man gerade die größte Schelle seines Lebens bekommen, in Form von irgendwelchen Buchstaben oder irgendwelchen griechischen Buchstaben vor allem, und weiß nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Und in den Tutorien wird es dann eigentlich ganz angenehm aufbereitet und die Zeit in den Vorlesungen hätte man sich dann eigentlich sparen können, um eher vorzubereiten oder nachzubereiten, was man im Tutorium gemacht hat. Und so hätte ich tatsächlich eher mein erstes Semester dann verbracht, in die Tutorien zu gehen. Klar, natürlich, die ersten paar Vorlesungen muss man machen, damit man weiß, was da so abgeht. Aber ja, sobald es dann nur noch Information pur ist, ist es eher ratsam gewesen, nur noch in die Tutorien zu gehen. Okay, Prüfungsvorbereitung ist auch so ein Riesenthema. Und da habe ich euch auch 2 Punkte, das wären dann Punkt 9 und Punkt 10. Die anderen Punkte haben wir schon abgehakt und wir sind auch schon bei über 18 Minuten. Ich hoffe, ihr hört mir noch zu, denn die Punkte sind noch sehr, sehr wichtig. Ihr müsst euch irgendwie auf eure Prüfung vorbereiten. Ich mache da nochmal ein separates Video dazu, aber ich gebe euch ganz kurz hier die Tipps. Arbeitet mit Altklausuren und allen Materialien, die ihr bekommen könnt. Das heißt, arbeitet vor allem mit dem, was auch die Professoren gemacht haben. Also sagen wir mal, ein Professor ist jetzt schon seit 10 Jahren, macht er immer dasselbe Fach. Ja, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es Klausuren gibt von diesem Professor für dieses Fach.
Und daran könnt ihr sehen, wie schwer zum Beispiel die einzelnen Klausuren waren, wie gut ihr die bearbeiten könnt, wo ihr noch Defizite habt, was euch vielleicht an Verständnis noch fehlt, und könnt dann natürlich anhand von den Vorlesungsmaterialien, also es gibt eigentlich immer irgendwelche PowerPoint-Folien bzw. PDFs oder ein Skript, eins von den dreien gibt es eigentlich immer, und wenn nicht, dann ist es nicht so eine gute Vorlesung gewesen. Aber ja, in den meisten Fällen habt ihr dann irgendwelche Materialien und die könnt ihr dann verwenden, um euch damit dann quasi die Sachen rauszuschreiben, die man noch braucht. Also zuerst die Materialien durchgehen und rausschreiben, was ihr denkt, was wichtig ist, und dann vielleicht auf jeden Fall mit den Altklausuren abgleichen und rausschreiben, was dann vielleicht noch fehlt oder was ihr eher nicht so braucht, wenn ihr genügend Altklausuren habt, um das zu sagen, und dann natürlich konzentrieren und die Dinge auch wirklich mal rechnen, also wirklich mal durchgehen und zu gucken, was genau kann ich eigentlich, ohne auf die Lösung zu gucken, und was ist vielleicht auf jeden Fall noch was ich nicht gut kann, wo ich viel zu lange brauche. Arbeitet auch immer mit der Zeit. Ihr habt in den vielen Vorlesungen habt ihr nicht genug Zeit für eure Klausuren, also teilweise war die Vorlesung oder die Prüfung teilweise auch wirklich so gestrickt, dass man von vorne bis hinten durchschreiben musste, damit man die Prüfung wirklich geschafft hat, komplett. Und ja, das heißt, ihr seht schon, teilweise war es gar nicht möglich, 100% der Punkte zu kriegen. Bei uns haben sie zum Beispiel meine Klausur so hart runtergesetzt, dass man mit einem Drittel der Punkte schon bestanden hatte, weil niemand mehr als 2/3 hatte, weil die Zeit viel zu knapp war. Also da gibt es schon, das ist bei jedem Professor anders, das ist auch an jeder Uni natürlich anders, das ist nicht mal innerhalb einer Uni konsistent. Und das ist auch so ein Punkt, der vielleicht vielen ein bisschen schwerfällt, sich dann auch zu konzentrieren und zu sagen, okay, ich rechne jetzt mal, sagen wir mal, wir haben 1,5 Stunden oder gar 3 Stunden für eine Klausur Zeit. Ich rechne mal wirklich diese Klausur in 3 Stunden durch. Das ist super, super anstrengend, aber trotzdem enorm, enorm empfehlenswert. Okay, und der letzte große Punkt ist frühzeitig anfangen, und zwar mit allem. Es ist irgendwie immer so, naja, so quasi so ein Meme geworden, dass Akademiker 15 Minuten zu spät sind. Vor allem auch beim Loslaufen, also zum Beispiel, sie kommen in den Vorlesungen bis zu 15 Minuten zu spät. Das liegt vor allem, also zumindest bei mir war es in den ersten paar Semestern wirklich so, wenn man auf dem Campus, also auf dem Unigelände, von A nach B läuft, von Vorlesungssaal 1 in Vorlesungssaal 2, und man kennt sich nicht so gut aus, vor allem in den ersten Semestern, dann musste man sich wirklich erstmal hart orientieren, weil so ein Campus ist riesig. Und da rauszufinden, wo man eigentlich wirklich hin muss, ist teilweise gar nicht so einfach, okay? Das heißt, lauft früh genug los, aber bereitet auch die Vorlesung nach und lernt früh genug auf die Prüfung. Also nicht irgendwie, wie gesagt, 2 Tage vorher anfangen, auf die Prüfung zu lernen. Da reichen euch teilweise nicht mal 2 Wochen, um auf die Prüfung zu lernen. Und wenn ihr noch nachbereiten müsst von den Vorlesungen, weil ihr teilweise nicht alles verstanden habt, dann reicht euch nicht mal ein Monat. Das heißt, ihr solltet wirklich, und ja, das ist kontraintuitiv und man denkt, Studenten machen sowas gerade nicht, aber ihr solltet wirklich hergehen und das ganze Zeug nachbereiten. Ansonsten kann es sein, dass ihr am Ende vom Semester einfach komplett in einem Sumpf aus zu viel Lernmaterialien und zu wenig Zeit den Bach runtergeht. Ja, und das sind so die wichtigsten 10 Tipps, die ich eigentlich in meinem Studium so ein bisschen nach und nach gelernt habe. Und die ich dann auch irgendwann immer mal wieder verfolgt habe, und die würde ich euch ganz gerne am liebsten vorher mitgeben, bevor ihr anfangt zu studieren. Falls ihr schon studiert, vielleicht ist trotzdem das eine oder andere wichtig für euch, weil ihr gerade erst im 2. Semester oder ins 3. jetzt kommt. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen daraus, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche speziellen Fragen habt, schreibt mir die immer in die Kommentare. Ich habe Bock, das Format hier durchaus mehr zu machen. Ich finde es cool, weil ich da so viele Leute auch erreichen kann, die dann auch alle Fragen hoffentlich beantwortet haben. Und ja, wie gesagt, ich muss nicht nur immer Informationen weitergeben, ich kann auch gerne mal Erfahrungen weitergeben. Und ja, das war's dann von meiner Seite wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.